Hallo allerseits. Hallo zusammen. Wir sind heute wieder in Wernsdorf. Treuen Zuschauern wird das vielleicht bekannt vorkommen. Wir haben wieder an der Schleuse geparkt und laufen hier am Oder-Spree-Kanal entlang. Und zwar haben wir die Tour im Herbst gemacht. Da waren wir dann auf dem Schmöckwitzer Werder. Heute gehen wir aber auf dieser Seite des Kanals weiter und wollen um den Wernsdorfer See herum. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann bleibt dran. Dann kommt mit, auf geht's. Hier ist der Wernsdorfer See und da hinten sitzt eine Reihe, aber das wird man kaum sehen. Der Rundweg um den Wernsdorfer See ist 6 Kilometer lang und durch diesen grünen Balken auf weißem Grund gekennzeichnet. Wir weiten diese Runde aber auf 9 Kilometer aus, weil wir noch am Sedinsee entlang wollen. Und hier haben wir auf der rechten Seite den Wernsdorfer See und links den Oder-Spree-Kanal. Und hier ist der Durchfluss. Wie man sieht, leichte Bewegung. Als wir im Herbst hier waren, sind wir über diese Brücke rüber, über den Kanal. Und drüben ist dann schon Berlin. Aber heute bleiben wir auf der Brandenburger Seite. Ja, und wieder sind sich Wetterbericht und Wetter nicht einig. Eigentlich sollte die Sonne scheinen, aber nix. Das heißt, ich mache die Sonnenbrille ab, dann kommst du vielleicht doch wieder raus. Das ist wie mit Regen und Regenschirm. Hast du keinen Schirm dabei, regnet's. Ja, da drüben kann man die Reste einer ehemaligen Brücke erkennen. Und hier liegt auch noch so ein Trümmerhaufen. Vor uns mündet der Oder-Spree-Kanal in den Sedinsee. Man muss hier auf dem Weg ein bisschen vorsichtig sein. Der wird nämlich von Radfahrern gleichermaßen genutzt. Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, man hört wieder Flugzeuge. Fluglärm. Weil wir sind natürlich wieder in der Nähe von Berlin. Ein kleiner Pausenplatz. Es ist 12 Uhr. Wir werden mal eine kleine Imbisspause machen. So, und hier haben wir einen Gedenkstein zum Bau des Oder-Spree-Kanals. Inside of his mouth, watching it happen.
Und wo Wasser ist, sind natürlich auch Biberspuren. Ganz frisch. Oh, es geht ein bisschen bergauf. Ja, von dem bisschen schon wieder außer Puste. Aber jetzt haben wir hier einen hübschen kleinen Single Trail. Kann man das erkennen? Ja. Kann man. Runterschalten und Berg hoch. Echt? Aber selbst auf diesem schmalen Weg ist man nicht vor Radfahrern sicher. Oh. Ja, diese kleinen Hügelchen hier sind die sogenannten Gosener Berge. Und da geht es recht steil hoch. Oh. Auch einmal tief durchatmen und ab geht's. Ja, das sind nur 79 Meter, aber ich bin fix und foxy. Fehlt doch ein bisschen in die Luft. Ja, aber hier kann man unten auf den See gucken. Ich zeige es euch mal. Da zwischen den Bäumen sieht man den Sedinensee. Jetzt ein richtig schöner Waldabschnitt mit schmalen Pfaden und alles aufgewühlt von Wildschweinen. Guck mal, da kannst du Trampolin springen. Oh, das mache ich. Nicht wie Ruf, dann bricht es zusammen. Wir haben sich sicher von dem Wohnblock dort, liebe Kinder, ihren Abenteuerspielplatz gebaut. Hier liegt sogar der gute Perser. Omas Wohnzimmerstuhl. Das sind nicht nur Kinder. Da liegt eine leere Weinflasche. Sogar eine Axt. Das ist ja unser Perser. Mhm. Eine antike Vase.
Ja, und was war das mal? Eine Kaufhalle oder eine Turnhalle? Guck, da erkennt noch was von vorne. Nee. Geh nach zu Hause. Ja, das muss mal eine Turnhalle sowas gewesen sein. Jetzt müssen wir leider ein Stück Straße lang gehen. Aber das ist so eine ganz kleine Anliegerstraße, da ist eigentlich nichts los. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da hinten dieser Hügel, das ist eine Müllkippe. Und schon haben wir die Straße wieder verlassen. Am Ortsrand von Gosen geht es wieder auf einen Wanderweg. Und die Haselsträucher blühen. Da freut sich meine Nase. Also jetzt haben wir hier Sonne pur Schön warm. und heute sollen ja 17 Grad werden. Also haben wir hier in der Sonne über 20 Grad. Jetzt können wir ein T-Shirt gebrauchen. Eine Wildnis hier. Das muss toll aussehen, wenn es grün ist. Wie ein Dschungel. Und jetzt stehen wir vor der Deponie, die ich euch vorhin von Weitem gezeigt habe. Einen mächtig breiten Schilfgürtel der See. Ja, ein Paradies für Wasservögel. Ja. Und sonstiges Getier. Sieht doch alles gleich viel schöner aus, wenn die Sonne scheint. Auch hier sieht man die Spuren der vielen Niederschläge. So, das war unsere heutige Tour. Wir sind wieder in Bernsdorf an der Schleuse. Der
Rundweg um den Wernsdorfer See ist nur 6 Kilometer lang. Wir sind aber so circa 9 Kilometer gelaufen, weil wir bis zum Ende des Oder-Spree-Kanals vorgegangen sind. Genau. Wetter, ja, hatten wir Glück. Die Sonne kam zwischendurch auch raus. Jetzt sieht es nach Regen aus. Im Moment nicht. Aber wir sind ja jetzt am Ende. Spektakulär war die Tour sicher nicht und im Sommer sicher mehr fürs Auge. Zumal wir den Blick auf den Wernsdorfer See eigentlich nur auf dem Abschnitt am Kanal hatten, ansonsten nicht. Genau, Aber es war ein schöner Spaziergang auf jeden Fall. und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann vielen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. I would find my